Heute geht's ums Kochen. Ja, also keine Angst, wir stellen jetzt nicht unsere Lieblingsrezepte vor, also ich koche heute hier nichts vor oder sowas. Obwohl wir gerne essen. Ja, und also ich bin auch der Koch bei uns, also ich bin der Smoothie. Ich entscheide, was es gibt. Und ich bin der Sous-Chef und helfe natürlich bei allem. Ja, aber wir wollen einfach mal zeigen, was für Kocher wir an Bord haben. Also wir haben ja im Prinzip 4 Kochmöglichkeiten mittlerweile und wir haben mit 2 angefangen und warum das so ist und was so das Beste ist, das wollten wir einfach mal vorstellen. Genau. Ja, angefangen haben wir mit dem Dieselkocher, den haben wir gleich zu Anfang eingebaut. Und für die Außenküche haben wir dann einen Spirituskocher dazu eingebaut. Der hat ein paar Probleme verursacht sozusagen. Da werden wir aber nochmal drauf eingehen, warum wir den so wenig verwendet haben nachher später. Dann ist ein Induktionskochfeld noch dazu gekommen. Das ist ziemlich praktisch. Also das ist so fürs Draußenkochen ja auch eine gute Möglichkeit. Genau, weil das ist ein bewegliches, halt nicht festgebaut. Das kann man mit rausnehmen, kann drin kochen und ist damit super flexibel. Und fürs Campen, genau. Also fürs im Zelt campen, haben wir dann noch so einen kleinen faltbaren Kocher. Also der wird mit Gas betrieben. Eigentlich hatten wir vor, so einen treibstoffunabhängigen Kocher ja, zu so mit kaufen. allen möglichen Brennstoffen. Also da kann man Benzin und Diesel, hat so ein kleines Pumpgerät. Gibt so ein paar Hersteller, die halt diese Dinger verkaufen, sind echt gut, aber sind halt auch dementsprechend teuer. Und da wir das wirklich selten nutzen, den Gaskocher haben wir bisher auch nur einmal genutzt, haben wir uns halt für diese Gaslösung entschieden, weil das Ding war nicht so teuer. Nee, genau. Aber funktioniert gut. Und jetzt werden wir die alle einmal vorstellen. Aber wir fangen, glaube ich, mit den drinnen Kochern an, weil draußen ist es noch ein bisschen zu windig und wir wollen ja gleiche Voraussetzungen für alle Kocher schaffen. Ja, genau, weil das soll nachher noch besser werden, das Wetter. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann auch unsere Außenkocher vorstellen können. Dann fange ich mal gleich mit dem Induktionskochfeld an. Ja, und ich setze mich hin und guck zu. Genau. Wir haben so ein ganz einfaches Induktionskochfeld von Sencor. Das haben wir im Sommer 2020 in Polen im Baumarkt gekauft, in so einem Leroy Merlin. Das hat 30 € gekostet und ich glaube, das ist auch ein bisschen hoch. Also es gibt mittlerweile viel flachere Geräte, aber für uns ist das in Ordnung, es passt genau ins Schubfach. Und das hat maximal 1800 Watt und läuft über 230 Volt Wechselstrom. Es ist also ein ganz normales Haushaltsgerät, aber um das im Fahrzeug nutzen zu können, braucht man halt einen Wechselrichter. Den wir verbaut haben, der ist für eine Dauerlast von bis zu 2500 Watt geeignet. Und also für das Kochfeld reicht das auf jeden Fall aus, aber wir sollten nicht den Mixer und das Kochfeld gleichzeitig in Betrieb nehmen. Wichtig ist auch, dass die Batterien groß genug sind, um ausreichend Strom zu liefern. Also Batterien und Elektrik müssen dafür ausgelegt sein, für den fließenden Strom. Wie viel Strom da fließt, das können wir mal ausrechnen. 1800 Watt habe ich gesagt und wir haben ein 24 Volt System. Das wären 75 Ampere. Wenn wir jetzt ein 12 Volt System hätten, wären es 150 Ampere. Und da bräuchte man schon richtig dicke Kabel, damit uns die Bude nicht abfackelt. Dann testen wir mal, wie schnell das Induktionskochfeld 1 Liter Wasser zum Kochen bringt. (3:42 ist eine gute Zeit. Jetzt trinken wir dann erstmal einen Tee und danach zeigt Christopher dann das Dieselkochfeld.
Ja, dann zeige ich mal unser Dieselkochfeld. Also wir haben ja schon gesagt, das Webasto Dieselkochfeld. Es gibt auch noch ein paar andere Hersteller, aber so viel gibt es da auf dem Markt halt leider nicht. Und also wir finden den Preis auch ehrlich gesagt etwas unverhältnismäßig. Wir hatten uns halt damals, 2017 war das, als wir den Ausbau gemacht haben, haben wir uns dafür entschieden, weil wir halt kein Gas haben wollten und wir wollten alles gerne mit Diesel haben. Und deswegen hatten wir uns halt dieses Kochfeld gekauft. Also die Verarbeitung ist definitiv nicht diese 1200 Euro wert, was es damals gekostet hat. Ich glaube, mittlerweile ist es sogar noch teurer. Ja, kleines Problem war halt, das Kochfeld oder auch alle Kochfelder, die wir so gesehen haben, laufen halt nur mit 12 Volt. Und wir haben halt ein 24 Volt System. Deshalb mussten wir halt noch einen DC-DC-Konverter davor setzen, dass wir aus unseren 24 Volt 12 Volt machen. Das Ganze haben wir schaltbar gemacht, weil so ein Konverter natürlich auch im Leerlauf immer Strom verbraucht. Deswegen haben wir hier einen Schalter, in dem wir dann die 12 Volt für unser Kochfeld dazu schalten. Ja, dies hier ist dann das Bedienteil. Hier ist halt eine Regulation für die Temperatur und die Leistung, die das Kochfeld hat. Und halt ein Einschalter. Und dann gibt es halt auch nochmal ein Höhenkit. Das war auch einer der Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben. Also ab einer Höhe von 2500 Meter, so wird es empfohlen, soll man dann dieses Höhenkit dazu schalten, also diese Höhenfunktion dazu schalten. Macht im Prinzip nichts anderes, als weniger Diesel einzuspritzen, weil in der Höhe halt der Luftdruck geringer ist. Dadurch ist weniger Sauerstoff vorhanden und würde er die gleiche Menge wie auf Nullniveau an Diesel einspritzen, würde die Verbrennung zu fett werden und er würde rußen. Deswegen spritzt er einfach weniger ein, dementsprechend hat es weniger Leistung. Warum die jetzt da keinen Sensor eingebaut haben, der den Luftdruck ermittelt und das automatisch die Verbrennung anpasst, keine Ahnung, das weiß nur der Hersteller. Wäre wahrscheinlich sogar günstiger gewesen, als einen Schalter einzubauen. Sowieso ist die ganze Verarbeitung von diesem Bedienfeld, also muss man wirklich sagen, echt billig. Das sind so kleine Plastikknöpfe, die total wackelig sind. Da muss man echt aufpassen, dass einem nichts abbricht. Auch die Regulation ist nicht sehr hochwertig. Und das Schlimmste, was wir finden halt, ist halt dieser Ein- und Ausschalter. Da fällt, also man muss ganz leicht gegenkommen oder es fällt was rauf und das Kochfeld würde sich einschalten. Also wie das überhaupt eine Zulassung bekommen hat, ist wirklich ein Wunder. Deswegen sind wir halt ganz froh, dass wir halt unser Switch halt auch unseren Schalter da noch haben, mit dem wir die Spannung für dieses Kochfeld immer zu- und abschalten können. Und das hat auch dann eine kleine Sicherheitsleuchte. Daran kann man dann halt sicherstellen, dass nicht aus Versehen dieses Kochfeld startet. Ja, wir müssten auch noch so ein paar Archivaufnahmen haben aus 2017, als wir das ganze Ding eingebaut haben. Müssen wir mal gucken, wenn wir die finden, dann werden wir die mal mit einblenden. Versuch Nummer 3. Läuft? Ja. So, okay, jetzt nach 7 Minuten ist die rote LED angegangen, Verbrennung ist gestartet. Wir hatten anfangs Probleme, ich denke, das liegt daran, weil wir Luft in der Dieselleitung hatten. Deswegen ist die Verbrennung einmal gestartet, ist wieder ausgegangen, hat Luft angesaugt und dann haben wir den Versuch nochmal gebraucht. Jetzt ist die LED angegangen, die Platte ist gerade warm, man merkt es. Jetzt würde ich mal die Zeit stoppen, zurücksetzen, Start. Wie lange es dauert, bis das Wasser kocht. So, Wasser rauf. So, wir sind jetzt bei 14 Minuten 30 und das Wasser kocht. Es dauert auch eine Weile, bis die Platten heiß sind. Also auch wenn die Verbrennung stabilisiert ist, wenn die rote LED leuchtet, kann man sagen, dauert das nochmal 5 Minuten, bis die Platten richtig heiß sind. Und dann geht alles auch ziemlich schnell. Dann starten wir mal das Wettrennen. Gleiche Bedingungen. Und ich habe natürlich eine Vermutung, aber wir versuchen mal ganz objektiv an die Sache ranzugehen. Also 1 Liter Wasser. Heiß der Griff. Ja, knapp 26 Minuten hat das jetzt gedauert. Also man muss auch fairerweise dazu sagen, das Dieselkochfeld ist natürlich relativ träge. Das braucht eine Weile, bis es die Temperatur erreicht hat. Jetzt würde es auch wesentlich schneller gehen. Also es braucht
10, 15 Minuten, bis es die volle Hitze hat. Und dann kann man halt eigentlich auch erst richtig kochen. Aber das Ganze ist halt so auch aufgebaut. Hier vorne ist halt diese Heizeinheit und dann nimmt die Wärme, die nimmt dann halt nach hinten ab. Und man könnte jetzt zum Beispiel, wenn das Wasser kocht für Nudeln oder sowas, könnte man den Topf halt nehmen, schiebt die nach hinten und könnte dann vorne schon mal was anbraten mit der großen Hitze und hinten würde das dann halt so weiter köcheln. Da muss man sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen, wie das alles so funktioniert. Aber ansonsten wir sind mit dem Ding eigentlich ganz gut zufrieden. Was auch noch ist bei dem Kochfeld, also es braucht lange zum Warmwerden und es braucht verdammt lange zum Abkühlen. Also eine halbe Stunde lang ist es bestimmt jetzt noch heiß, da darf man halt jetzt wirklich nicht rauffassen, weil sonst verbrennt man sich die Hände. Es gibt auch eine kleine Warnleuchte, aber die ist halt ein schlechter Witz. Also die sieht man bei Tageslicht, sieht man die so gut wie gar nicht. Und die Wärme, die das Ding halt da abstrahlt, ist sehr angenehm. Also es ist so, im Sommer ist es vielleicht unangenehm, wenn das sowieso warm ist im Auto, aber so für Winter oder auch im Herbst, so für diese Übergangstemperaturen, wenn die Heizung noch nicht läuft, ist das schon ganz schön, wenn das Kochfeld halt permanent so eine Wärme abstrahlt. Das Ganze nutzen wir auch manchmal so morgens, wenn wir uns selber Brot backen, bereiten wir das abends vor, stellen so diesen Omnia mit dem fertigen Brotteig, stellen den schon rauf und dann liegen wir noch im Bett, starten das Kochfeld. Und dann dauert das ja so 1, 2 Stunden oder sowas, bis das Brot fertig ist. Und in der Zeit heizt sich halt der Raum schon auf. Und es riecht verdammt schön nach Brot. Und dann kann man aufstehen, kann Brot essen. Und das ist schon ganz cool. Also für uns hat sich das Ding auf jeden Fall gelohnt. Also man muss sich mit den Eigenheiten so ein bisschen dran gewöhnen. Aber wenn man sich da einigermaßen eingefuchst hat, ist das eigentlich ganz gut. Und bisher läuft es halt seit 2017 sehr zuverlässig bei uns. Gestern ist das Wetter dann doch nicht mehr besser geworden, aber heute passt es und es ist so gut wie windstill. Deshalb fangen wir jetzt mal an, die Außenküche zu zeigen und fangen mit dem Spirituskocher fangen wir an, genau. Ziehen wir den mal raus, weil den hatten wir jetzt schon über ein Jahr, haben wir den nicht mehr ausgezogen. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, die Luke geöffnet beim serbischen Zoll, weil der einmal reingucken wollte. Aber den Kocher haben wir nicht ausgezogen. Mal gucken, ob noch alles funktioniert. Ja, dann schauen wir uns den mal an. Einfach hoch. Okay, ein bisschen Öl könnten die Schienen wohl wieder vertragen. Ja, aber so. Hat sich zumindest noch ausziehen lassen. Ja, das ist ja unser selbstgebauter Windschutz. Stellen wir den mal hin. Eigentlich. Was bewegt sich? Ja, gut. Der Knopf scheint nicht richtig eingestellt gewesen zu sein, deshalb ging es nicht auf. Aber jetzt? Gut. Das ist der Origo Kocher 3000. Der hat 2 Flammen und die sollen bis zu 2000 Watt liefern. Ich glaube, das funktioniert aber nur, wenn es wirklich total windstill ist. Ja, das sind diese Kartuschen. Also hier kommt halt der Spiritus, wird reingefüllt. Der passt ungefähr 1 Liter. Ich glaube, ein klein bisschen über 1 Liter passt hier rein. Und dann entzündet man das Ganze. Und ja, dann brennt das halt irgendwie auch ohne Druck oder sowas, brennt das dann so vor sich hin. Wir haben das auch früher, als das noch so funktionierte, haben wir das viel genutzt. Also wir haben damit oft draußen gekocht. Ein Nachteil ist halt auch, wenn man das lange nicht benutzt, trocknet das ja auch aus. Also der Spiritus verdunstet und ja, dann muss man halt immer wieder auffüllen. Es ist sowieso, das Teil ist gar nicht so sparsam, wie man denkt. Also wir haben nochmal ziemlich viel Spiritus reingekippt zum Kochen und Spiritus ist ja auch teuer geworden. Aber wir haben hier noch eine Flasche und füllen das halt jetzt mal auf einmal und dann machen wir auch mal ein Wettrennen, welcher Kocher schneller ist. Achso, vielleicht müssen wir auch noch mal erzählen, das wollten wir auch noch machen, zu den Problemen mit dem Kocher. Man sieht ja schon, es ist so leicht angebrannt. Das ist halt die Problematik. Wir haben extra einen Windschutz gebaut, aber sobald ein bisschen Wind ist, wird die Flamme runtergedrückt einfach. Also das hatten wir ich glaube in Norwegen ist uns das halt 2-mal abgebrannt. Hier hinten sind auch richtig Brennspuren am Holz schon. Da sind die Flammen schon durchgeschlagen und diese Multiplexplatte fing schon an zu brennen. Und dann mussten wir halt mit dem Feuerlöscher bei und mussten den ganzen Kram löschen. Das war schon ein ganz schöner Schreck.
Zum Glück hatten wir Löschschaum dabei und damit haben wir das wirklich schnell wieder ausbekommen. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, sind eh beide leer. Ja, die Knöpfe, die sind auch abgefallen, die sind nur so aus Plastik. Und weil die Flammen vorne rausgeschlagen sind, sind die auch geschmolzen. Um das jetzt einzustellen, mussten wir uns was Neues einfallen lassen. Dafür haben wir ein Spezialwerkzeug. Unsere Zange. Jetzt haben wir erstmal auf höchste Stufe gestellt. Das Wasser haben wir schon vorbereitet und dann können wir mal anfangen. Mit 11 Minuten ist das ziemlich nah an der Herstellerangabe. Also in der Beschreibung steht drin, dass es innerhalb von 10 Minuten 1 Liter Wasser zum Kochen bringt. Und das ist ja sehr nah dran. Also Ja, super. Sind wir selbst etwas überrascht. Ja. Also hat gut funktioniert. Dafür so lange Stillstandszeit. Das ist, also, ist halt auch alles Edelstahl an sich. Kann doch nichts kaputt gehen. Hätte man hier so Keramikknöpfe, wäre es an sich perfekt. aber die Zange ist super. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch unseren unseren Camping-Gaskocher einmal zu testen, wie lange der braucht. Ich glaube ja, der ist auch ziemlich schnell. Ich denke auch. Ja, das ist jetzt so ein ganz einfacher Camping-Gaskocher, wie es den halt überall gibt. Also wir haben 25 € dafür bezahlt. Es gibt so ein paar Hersteller, wenn die einen Namen draufdrucken, verkaufen sie den teurer, andere billiger. Und der läuft echt gut. Also es gibt halt dafür verschiedene Adapter. Das ist jetzt so für so andere Gaskartuschen. Wir haben jetzt diese Standard-Gaskartusche zum Wandern. Die ist nicht, also gibt die auch noch kleiner, wäre vielleicht besser, aber passt. Wir haben einen großen Rucksack, da passt es trotzdem rein. Und das ist dann halt der Kocher. Relativ kompakt, das ist halt, war uns halt auch wichtig. Man klappt den halt hier auf. Und hat einen ziemlich sicheren Stand eigentlich. Und schließt den dann hier an der Gaskartusche an. Das Ganze machen wir auch einmal. Also die Bedienung und Zusammenbau ist halt wirklich leicht. Also hier ist jetzt so ein kleiner Regulator, da dreht man Gas auf und hier an der Seite ist halt so ein Piezo, damit entzündet man das Gas. Und das ganze Teil soll 3500 Watt haben, wenn Gas voll aufgedreht ist. Man muss auch ein bisschen am Regulator aufpassen, dass man immer nicht zu doll aufdreht, da muss man so die optimale Flammeneinstellung finden. Ja, 6,13 hat das Ganze jetzt gedauert. Auch eine recht gute Zeit. Also finde ich, also mit Gas, also mit der Lösung sind wir auch echt zufrieden. Also bisher hat sich das wirklich bewährt. Und es wäre wahrscheinlich sogar noch schneller gegangen, aber eben gerade wurde es halt noch mal ein bisschen windiger. Und das drückt natürlich dann auch immer so auf die Flamme ein bisschen runter. Dadurch hat es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Sonst hätte es bestimmt auch unter 6 Minuten geschafft. Die Erkenntnis des Tages, alle 4 Möglichkeiten bringen Wasser zum Kochen. Ja, eine schneller, die andere weniger schnell. Ja, Sehr überraschend. ja einiges schon. Ja. Ja. Nee, aber so als Resümee mal, muss man ja unterscheiden zwischen Innenraum und Außen. Also so im Innenraum haben wir ja dann unsere Diesel- und Induktionslösung. Also ist für uns wirklich eine super Kombination.
Also Ja, auch wenn das Dieselkochfeld ein bisschen träge ist, aber wenn es halt warm ist, dann kocht es halt wirklich gut und auch der Platz ist sehr ausreichend. ja. Und das ist ja auch, also mit Strom, also wir haben wirklich schon große Batterien. Wir haben 5,1 Kilowattstunden Lithiumbatterien. Und die haben halt schon eine ordentliche Kapazität. Aber so gerade in den Wintermonaten, nachher November, Dezember, selbst in Griechenland oder auch so Türkei, die Ecke, wird es dann doch manchmal eng, wenn dann so Wolken reingezogen sind oder sowas, dass man nicht permanent mit Induktion kochen kann. Und dann ist es schon ganz schön, dass man halt auch mal auf Diesel zurückgreifen kann. Oder halt auch in Norwegen, wenn man in den Wintermonaten in Norwegen im Schnee steht, dann sind die Solarpaneele voll mit Schnee. Und ja, da kommt halt kein Strom rein. Und dann ist es schon ganz schön, mit Diesel zu kochen. Und das Gute ist, es gibt halt auch eine schöne Wärme ab, hatten wir ja auch schon erwähnt. Und darum ist das eigentlich eine ganz schöne Kombination. Sind wir sehr mit zufrieden mit Diesel und Induktion. Ja, in unserer Außenküche, also mit dem Spirituskocher, den haben wir gerne genutzt. Aber das mit der Windanfälligkeit, das ist wirklich, also es geht für uns halt nicht. Und eigentlich wollten wir den auch ausbauen, aber das haben wir irgendwie nicht mehr geschafft, das haben wir vergessen. Also den wollen wir noch ausbauen. Wer den haben möchte, kann sich den gerne abholen, egal wo wir gerade sind. Dafür wollen wir aber dann eine Halterung bauen für unseren portablen Kocher. Ja, damit man den dann halt hinstellen kann und da kochen kann. Genau, damit er stabil steht. Ja. Da haben wir noch ein bisschen Platz, um einen Topf hinzustellen. Genau. Und gewinnen sogar noch an Raum dann. Das Einzige ist, wir würden vielleicht den Kocher irgendwann nochmal tauschen, also von Gas halt zu so einem Festbrennstoffkocher, dass man da irgendwie Diesel oder Benzin oder so reinfüllen kann. Aber die haben genau die gleichen Abmaße, diese Kocher. Und das könnte man dann, baut man die Halterung und könnte die Kocher dann irgendwann mal 1:1 austauschen, wenn man das möchte. Ja, das wäre schon ganz gut. Ja, schauen wir mal. Aber erstmal sind wir damit zufrieden mit der Gaslösung. Ne? Genau. Ja, also wir sind mit der Dreierkombination aus Diesel, Induktion und dem Campingkocher sehr zufrieden. Also es hat sich in den letzten Jahren bewährt. Ja. Aber das ist für jeden anderen natürlich, je nachdem, was man so macht, ist das anders. Wir hoffen aber, wir konnten einen guten Einblick geben in die verschiedenen Möglichkeiten und haben dem einen oder anderen vielleicht bei der Entscheidung für den perfekten Campingkocher geholfen. Ja. So. Jetzt gibt es noch einen Tee. Genau, müssen das warme Wasser ja noch austrinken.